Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Pedale wartet, beziehungsweise die Lager ein bisschen wartet, sauber macht und so weiter. Das sollte man hin und wieder machen. Das Pedal ist sogar komplett neu. Ich bin es vielleicht jetzt 15 Kilometer gefahren. Also man sieht hier minimal nur vom Einklicken leichte Spuren. Das ist jetzt von 15 Kilometern. Aber im Endeffekt ist das Pedal neu. So, das Problem bei dem Pedal von SQLab ist, dass es sehr schwergängig läuft. Also wenn ich hier drehe, ich muss hier richtig mit Kraft das drehen. Also die Dinger sind sehr, sehr schwergängig. Ich möchte euch zeigen, wie ihr die schwergängigen Lager ein bisschen leichter macht oder auch, wie ihr eure Pedale wartet, wenn ihr die vielleicht schon ja, 3.000, 4.000 Kilometer gefahren seid und das nicht mehr ganz so rund läuft, leicht klemmt, hakt, wie auch immer, dann kriegt man die schnell gewartet. Dazu müssen wir das Pedal öffnen. Wir haben hier eine Verschlusskappe. Das ist ja so bei fast allen Pedalen eigentlich relativ ähnlich. Und es gibt aber Unterschiede. Also das können wir jetzt hier einfach aufmachen. Geht recht easy. Wenn es zum ersten Mal aufgemacht wird, brauchen wir eventuell etwas mehr Kraft. Aber mit der Hand sollte das funktionieren. Hier drin ist jetzt eine 9 Millimeter Mutter und die müssen wir kontern. Es gibt auch SPD-Pedale, die von der Konstruktion her ein bisschen anders sind. Da haben wir hier zwei Ringe und müssen hier quasi kontern und öffnen. Also je nach Konstruktion kann sich das minimal unterscheiden. Aber vom Grundprinzip her denke ich, dass ihr das hinbekommen solltet, ein Pedal zu öffnen. Es sind im Endeffekt nur zwei Schrauben. Ja, ob das hier gekontert wird oder hier, ähm, da kann man auch ein bisschen umdenken, würde ich mal behaupten. Zum Öffnen des Pedals nehmen wir hier jetzt den Sechskantschlüssel, stecken ihn da drauf, kontern das Ganze mit einem Imbus und jetzt können wir im Prinzip das Pedal auch schon öffnen. Und Achtung, hier ist es jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Das müsstet ihr einfach beachten, je nachdem, welches Pedal ihr habt, dass ihr eventuell in die falsche Richtung dreht. Ihr wisst es ja, bei Pedalen ist ein Gewinde, ähm, ihr habt ja einmal ein Linksgewinde, einmal ein Rechtsgewinde, je nach Seite. Einmal hier beachten. Jetzt öffnen wir das Ganze. Das geht jetzt auch schon fast von Hand. Na, genau. Und jetzt ist das offen und wir können den Pedalkörper im Prinzip einmal abziehen. Und jetzt sehen wir auch schon, warum das so schwergängig lief. Wir haben hier so ein Fett, ja, ein Schmierfett. Ich weiß nicht, was das für eins ist. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses grünliche Motorex-Zeug. Ist an sich ein solides Fett, aber ich sehe gerade, die haben hier sehr viel von dem Zeug reingemacht. Das ist ja gefühlt ein halbes Kilo. So viel brauchen wir nicht. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt den Pedalkörper einmal sauber. Dazu wische ich das einmal ab und ja, wir machen das noch ein bisschen gründlicher gleich. Das ganze Fett kann hier ab. Das ist halt echt viel zu viel, was die da reingeknallt haben. Und dieses Fett, ja, das ist halt von der Konsistenz sehr zähflüssig, ja, hat schon fast was Honigartiges, ein bisschen klebrig und dann läuft das auch sehr schwergängig, ne? Auch hier drin machen wir das so ein bisschen sauber. Ich meine, wenn da Reste drin bleiben, ist das jetzt nicht so tragisch. Und anschließend würde ich da einfach nochmal mit Bremsenreiniger rangehen. Ja, das restliche Fett ausspülen, damit es auch ordentlich sauber wird. Genau. Auch hier ist übrigens ein Kugellager. Das machen wir auch nochmal so ein bisschen schön entfetten, dass das ganze Zeug da rausgeht. Und dasselbe Spiel einmal mit der Pedalspindel bzw. der Achse. Auch die kann einmal sauber gemacht werden, genau. Und ja, jetzt mache ich die einmal mit Papier ein bisschen trocken, bevor wir die gleich neu fetten. Jetzt, wo alles so schön sauber ist, müssen wir die Lager neu fetten. Hier befindet sich das Kugellager. Das wird neu gefettet. Da gebe ich gleich vorsichtig was mit einer dünnen Spritze rein. Es ist echt blöd zum Filmen.
Ne, das kann ich nicht filmen. Ich überspringe das mal, ihr wisst es, ich fette das gleich. Fangen wir mal mit der Spindel an, fetten wir die, weil das kann man besser filmen. Hierzu nutze ich das, Graphit, Fett, das, Lagerfett von Optimize. Das ist ja im Endeffekt hat das ja, 'n Graphenanteil, was eben die Reibung, verringert, und das geben wir hier recht dünn drauf. 'Ne schön dünne Schicht, nicht zu viel, denn das soll ja hinterher schön gleiten, und dann gucken wir uns gleich an, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt müssen wir das jetzt nur zusammenstecken. Wir machen das wieder ganz normal rein und dann schrauben wir das hier wieder fest, so wie wir es davor hatten. Das heißt, wir nehmen wieder unsere, ja, die 9 Millimeter Mutter, schrauben die gleich fest, machen den Deckel wieder drauf und das war's dann. Schauen wir doch mal, wie das zusammengeschraubt mit dem neuen Fett ist. Wenn ich das jetzt hier drehe, dreht es sich einfach ewig, ne? Also, das ist halt ein riesiger Unterschied zu vorher, wo es so richtig schwergängig war. Ja, also, da sieht man echt mal, was die Menge des Fettes und vor allem auch die Art des Fettes ausmacht. Und damit, lässt sich jetzt gut fahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, dann eine Tour. Jetzt war das mal ein kleiner Tipp zwischendurch, und das, nächste Video findet ihr jetzt hier oben in der Ecke. Schaltet rein. Bis dann. Ciao, ciao.